Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Hier möchte ich zeigen, wie man aus einer STL-Datei, die man zum Beispiel bei Thingiverse findet, wie man da einen Remix generiert, ohne die STL in eine CAD-Datei umzuwandeln, sondern ganz einfach die nur als Vorlage benutzt. Ich habe irgendwann mal ein Oszilloskop gekauft, und zwar in dieser Form als Kit. Und das besteht aus zwei solchen Platinen. Einmal dieser Platine hier mit dem Display und dieser größeren Platine. Und dann hat man hier diesen ganzen Haufen an Bauteilen mit dabei. Und das kann man dann selbst zusammenlöten und dann mich hat das damals, ich glaube, 15 Euro gekostet. Also hier kostet das 18,33 Euro. Ich habe das noch ein bisschen günstiger bekommen. Ist aus China gekommen, war relativ schnell da. Und das kriegt man hier auch als zusammengesetztes Produkt. Und das soll genau dasselbe kosten. Das ist schon komisch, ne? Okay, und ich verstehe einer die Welt, aber egal. Ich habe es damals jedenfalls als Bausatz bekommen. Und für dieses Teil gibt es halt bei Thingiverse verschiedene Gehäuse. Da können wir gerade mal schauen, hier bei Thingiverse. Das Teil heißt eben DSO 138, dieser Oszilloskop. Und dann geben wir hier DSO 138 ein bei Thingiverse. Und Thingiverse ist, wie man das so kennt, ziemlich langsam. So, dann haben wir hier dieses Gehäuse, das habe ich runtergeladen und das ist ein Komplettgehäuse. Man sieht hier an dem Bild, wie schlecht die Druckqualität ist, weil das Ganze muss mit Supports gedruckt werden. Und deshalb habe ich mir diese Datei heruntergeladen und habe mir vorgenommen, daraus zwei Parts zu basteln, die man dann oder drei insgesamt, die man dann auf dem Gesicht liegend drucken kann, mit einer glatten Oberfläche, und dann wird das eben hinterher zusammengesetzt. So, wie macht man sowas? Ich starte erstmal das FreeCAD und dann sehen wir weiter. So, weltweites Warten. FreeCAD, wo bist du? So, da ist FreeCAD gestartet. Ich erzeuge eine neue Datei. Und in die neue Datei, da wechsle ich gerade mal ins Mesh-Design und lade hier, mit dieser Funktion geht das, glaube ich, importiert Netz aus einer Datei, ganz genau. Und das ist in meinem Download-Verzeichnis. Gerade mal schauen, wo haben wir Downloads? Muss doch hier irgendwo sein. Ach, Downloads, und dann habe ich hier 3D-Druck, Thingiverse, und da haben wir DSO 138 und Files, und zwar nämlich die Version hier mit den kurzen Schaltern. Das ist die Version, die ich habe, und die sieht folgendermaßen aus. Dann muss dieses Teil hier entsprechend verschoben werden, dass wir das auch schön im Koordinatensystem haben. Also dazu wechseln wir wieder in den Part Design Modus, erzeugen erstmal einen Körper und eine Zeichnung auf der XY Ebene, und da zeichne ich jetzt zwei Rechtecke ein. Das eine Rechteck lassen wir hier starten und das andere Rechteck lassen wir hier starten. So, dann lösche ich hier noch die Sachen raus, die wir nicht mehr benötigen. Das und mache hier raus ein Pad. Und zwar, das mache ich aber umgekehrt. Das heißt, umgekehrt, also nach unten, und das kann ruhig 10 groß werden. Jetzt schauen wir uns das Ganze an aus der Top-Ansicht, wählen das Objekt hier aus und können das nun transformieren und können das hier entsprechend dahin schieben, wo wir es haben wollen. Dann kann man hier ganz genau reinzoomen und kann nun hier die Verschiebung
dieses Teiles hier über die Daten durchführen. Da haben wir jetzt hier bei Position, da sehen wir hier, dass das da minus 20 in X ist, minus 21 ist zu viel, minus 20,2, 3,35. Ja, das sieht gut aus. Wir können jetzt hier auch das mal gerade hier noch ändern. Und zwar die Darstellung. Da wechsle ich hier auf Flat Lines. Und dann, beziehungsweise wir können auch auf Wireframe setzen. Und dann sehen wir, ja, das hat ganz gut funktioniert. Dann gehen wir jetzt her und ändern hier noch den Y-Parameter. 21 ist da auch zu viel. 20,35. Ja, passt auch. Warum das so ist, keine Ahnung, wie derjenige das konstruiert hat. Jedenfalls jetzt haben wir das hier schön in der Mitte. Das heißt, ich lösche dieses Pad hier einfach raus und lösche auch den Sketch. So, jetzt hätte man das eigentlich noch gut drehen können. Das ist natürlich jetzt blöde. Aber versuchen wir es mal gerade. Ich drehe das mal gerade. Transformieren. Wir drehen das Ganze. Das machen wir gerade. Holen wir uns das mal wieder rein. Wird gedreht. Das möchte ich aber so rum haben. Und das müsste man jetzt... Der ärgert mich hier ein bisschen. So, dann machen wir nochmal transformieren. Das ist jetzt wirklich starker Tobak. Gucken wir uns das nochmal hier an. Achse. Winkel 0. So haben wir das Original. Dann gehen wir hier auf den Winkel 90. So möchte ich es haben. Und dann verschieben wir das jetzt nochmal. Transformieren. Gucken wir uns die nochmal an. Position. Das ist 96,5. Ja, das sieht gut aus. Und das sind minus 20,5. Ne? 3, 5. Okay. So, jetzt haben wir es korrekt. Dann können wir hier wieder den Pad löschen, den Sketch löschen. So, da haben wir jetzt die Vorlage unseres dieses Teils. Das kann man jetzt auch in der Darstellung umstellen auf zum Beispiel Flat Lines und kann das aber ein bisschen transparent schalten. Das heißt zum Beispiel so. Und dann kann man das ruhig ziemlich transparent machen. Und jetzt können wir anfangen, hier drauf zu konstruieren. Zunächst konstruiere ich jetzt den Grundriss. Das heißt, wir erzeugen hier eine neue Zeichnung. Den können wir schließen auf die XY-Ebene. Und wir fangen an hier im Mittelpunkt und ziehen das hier nach oben. Und dann schauen wir, wie groß soll das werden. Dann jetzt hier so schön rein zoomen und das wirklich sehr akkurat platzieren. Das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, aber das wird genau genug sein.
Ne, das ist es nämlich nicht. Da müssen wir hin. Sind wir überhaupt noch in der richtigen Ansicht? Okay, das nehmen wir jetzt. Ich bemaß das mal. 117. Und das Maß hier, das sind 76,3. Schauen wir uns das mal an. Ein bisschen zu viel. (76,25). Gucken. Das ist auch ein bisschen zu viel. 116,9. Okay, das ist jetzt die Außengeometrie dieses Gehäuses. Und dann, das machen wir jetzt erstmal blau, weil das will ich gar nicht nutzen. So, weil das Gehäuse, ich will das gern schon ein bisschen größer haben. Das Gehäuse, das Original, ist so passmäßig zu dieser Platine. Das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Also wir zeichnen jetzt ein Rechteck hier rum und dann geben wir dem hier ein Maß. Und zwar, das sind, machen wir ruhig 3 mm. Macht das Teil größer. Da auch die 3 mm. Hier die 3 mm. Und hier auch. So, haben wir jetzt einen vergessen? Ich denke nein. Das ist jetzt die Außenkontur dieses Gehäuses. Und dann haben wir hier die Innenkontur. Da muss ich sagen, da nehme ich doch gerne diese hier. Da machen wir die nämlich nehmen wir gleich als Innenkontur, nicht das, was die hier genommen haben. Okay, also das ist erstmal die erste Zeichnung. Das wird geschlossen. Ein Sketch, der wird aufgepolstert. Und zwar, ja, das brauchen wir gar nicht tun. Wir können das direkt ändern. Also ich mache das hier. Das mache ich wieder grün. Und die Maße hier, das 3, das machen wir zu 2. Das ist schon zu viel. 2 mm reicht völlig. 2 und da auch 2. Und wir schließen das Ganze. Und das wird jetzt aufgepolstert. Und jetzt muss man gucken, wie weit. Und dann geht man hier her und fährt nun hier mit dem Maß hier runter und kann das von der Seite auch sich angucken. Können wir hier noch mal fahren. Da sieht man, bis dahin soll das nicht nur werden. Und da kommt ja oben ein Deckel drauf. Also haben wir hier 5,5. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Und das wird beendet. Dann nehmen wir die Zeichnung hier. Die wird einmal kopiert. Und kommt hier oben drauf. Beziehungsweise erstmal wird sie mit STRG V wieder eingefügt. Da habe ich mal gerade eingesetzt. Ich mache das gerade nochmal, STRG V, dann seht ihr, das wird hier halt jetzt in den Körper reingesetzt. Den nennen wir um in Front 1. Und der Sketch soll hier drauf. Das wird mit dieser Funktion gemacht. Sketch 001, okay, Flatface, fertig, editieren. Und jetzt wird, wir machen den mal gerade hier unsichtbar. Jetzt wird wieder das selektiert und du bitte auch.
wieder blau. Das heißt, ich kann jetzt die Zeichnung hier zu einem Pad machen. Das kann ich wieder hier von der Seite mir angucken. Machen den wieder sichtbar und der geht umgekehrt. Ne, das geht dann nicht. Ach, wir haben hier schon auf 1 mm das runter. 1, 2, 1,5. Ja, 1,5 mm dick. Und dann haben wir den ersten Teil des Gehäuses konstruiert. So, einmal OK drücken, gucken nun von oben drauf und jetzt muss hier was ausgeschnitten werden in diesem Gehäuse, und zwar dieser Teil, wo gleich dann der zweite Teil oben drauf gesetzt wird. Das wird aber ein getrennter Teil, der dann eben dort drauf gesetzt wird, mit Klebstoff zum Beispiel verklebt. Okay, fangen wir an. Wie machen wir das? Wir zeichnen erstmal, machen das Ding hier erstmal unsichtbar, selektieren die Oberfläche, erzeugen eine neue Zeichnung. Dann können wir das wieder aktivieren und jetzt zeichnen wir ein Polygon. Und zwar, das wird hier so drum gesetzt. So. So, schauen wir mal. Die sind senkrecht, waagerecht, senkrecht. Die ist, glaube ich, nicht waagerecht. Das machen wir gerade noch. Die anderen sind alle. Und jetzt fangen wir an und arbeiten die Punkte hier entsprechend nach. Das heißt, da wird der Ausschnitt wird halt die innere Kontur hiervon genommen. Das heißt, das machen wir hier auch. Und wenn wir so eine Kante hier passend erzeugt haben, den können wir noch ein bisschen nacharbeiten. Hier, dann kommt du bitte dahin. Schauen wir nochmal hier oben. Dann selektiert man die und macht die und fixiert die. Also macht die unbeweglich, heißt es hier. Und jetzt ist das fixiert. Dann können wir hier mit der weitermachen. Ziehen den jetzt. Den brauchen wir jetzt, können wir jetzt nur noch in X bewegen, weil das ja durch die waagerechte Einschränkung, durch die senkrechte Einschränkung da entsprechend bedingt ist. Das muss auch nicht hundertprozentig dem Original entsprechen. Das heißt, ich mache jetzt diese erstmal unbeweglich. Und dann können wir den runterziehen. Dahin. Ziehen wir noch ein bisschen nach oben. Na komm. Dahin. Dann wird der auch unbeweglich. Dann können wir hier rüberfahren. Können den erstmal hier ranziehen und hier an den Punkt dran legen. Dann wird der, das gefällt mir noch nicht, ein bisschen genauer, so, du wirst auch unbeweglich, so, der kommt jetzt dahin und dann können wir den hier entsprechend hier ransetzen, du wirst auch unbeweglich, dann haben wir hier den, der kommt da so hin. Der wird auch unbeweglich. Und damit habe ich alle Punkte komplett fixiert. Wir brauchen diese Strecke hier nicht mehr fixieren. Können wir. Mal gucken, ob das... Ja, das macht er. Den macht er wahrscheinlich auch noch. Unbeweglich so. Jetzt haben wir alle eingeschränkt. Das ist das Loch, was wir da rausschneiden wollen. So, das heißt, ich gehe nun in eine andere Ansicht, mache den erstmal unsichtbar und dann können wir hier das reinfräsen. Das heißt, Sketch, Loch
durch alles kann man hier ruhig auswählen, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und jetzt haben wir da schon mal das Loch drin, wo hinterher das zweite Teil oben drauf gesetzt wird. So, dann geht es weiter. Wir blenden das wieder ein, gehen in die Aufsicht, machen das Gehäuse erstmal ein wenig transparent, Darstellung, die Transparenz an, dann sehen wir auch wieder die Löcher und so weiter des originalen Gehäuses hier. Und jetzt können wir diese Löcher hier reinsetzen. Das heißt, ich erzeuge nun hier auf diese Oberfläche eine neue Zeichnung. So, können wir Ja drücken. Dann machen wir das wieder aktiv und machen erstmal diese 3 Löcher hier rein. Beziehungsweise da können wir viel mehr Löcher auf einmal reinmachen. So, ich zeichne jetzt erstmal 3 Rechtecke. So, dann machen wir die erstmal. Die sind erstmal gleich. Die sind auch gleich. So, können wir uns aussuchen, wen wir nehmen. Nehmen wir den, den und den. Die sind senkrecht zueinander. Jetzt kann man das hier so ein bisschen anpassen. Okay, das sieht gut aus. Dann machen wir hier ein Maß dran. Maß 8. Und das Maß ist 3. Und ziehen wir das noch ein bisschen rüber. So. Dann fixiere ich die mal gerade hier. Und dann können wir die anderen hier jetzt noch in dieser Position ein wenig verschieben. So. Und du bitte auch. Der kommt auch noch ein bisschen runter. Dann fixieren wir die auch noch. Und damit haben wir die Löcher drin. Dann haben wir hier unten noch 2 größere Löcher. Und das ist einmal so ein Rechteck. Einmal so ein Rechteck. Und die werden erstmal hier, kriegen die das gleiche Maß. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder 3 mm ist. Schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen größer. 3,5. Und die sind natürlich auch wieder in dem Fall waagerecht zueinander. So sieht das ganz gut aus. Und dann machen wir es hier auch noch. Ja, das können wir so nehmen. Dann haben wir hier noch ein rundes Loch. Das heißt, das kommt so. Da ist so ein Reset-Knopf drunter. Da kann man dann mit dem Schraubenzieher oder was auch immer reinfahren. Das kommt so. Und die nehme ich jetzt so und lasse die da reinfräsen. So können wir das hier wegmachen. Dann sieht man, da sind die Löcher drin. Okay, dann haben wir hier so auf dem Original sind das so, so Laschen, die drunter die Tasten drücken. Das will ich aber nicht, weil dann kann ich das gar nicht drucken. Also muss ich was anderes nutzen. Das heißt, ich gehe in die Aufsicht und packe hier ruhig runde Löcher rein. Das heißt, ich mache eine neue Zeichnung hier oben drauf. Mache es wieder aktiv und dann
Müssen wir diese 1, 2, 3, 4 Stück hier reinmachen. Das heißt, die kommen so ungefähr dahin. 2, 3, 4. So, die kriegen erstmal natürlich alle denselben Durchmesser. Also hier auf Durchmesser. Jo, und 6,5 mm. Kann man ruhig ein bisschen größer machen. Gucken, wie das denn aus mit 8. So, das passt. Und dann werden die natürlich alle fluchtend. Das heißt, das ist hier, sind die senkrecht verbunden. Und gucken, was haben wir hier für ein Maß? 13. Gucken, ob das so hinkommt. Ja, das wird schon passen. Das Maß auch 13. Ja, wahrscheinlich sind 12. Okay. Versuchen wir es mal mit 12. 12 und du auch 12. Maß da bitte auch 12. Dann schauen wir uns das mal an. Was ist das denn so? Ja, ne, nicht so richtig. .5. Jo. So, lassen wir das jetzt stehen. Und schließen das Ganze. Lassen das auch reinfräsen. Und da auch ruhig durch alles. Durch das hier auch. Da machen wir auch durch alles raus. Okay. So, dann haben wir da die Löcher drin, wo dann so Tasten reingesetzt werden, die dann unten diese Tasten drücken. So, schauen wir uns das nochmal an. Fehlt noch was. Also hier drunter, da ist eine Leuchtdiode, die das Triggern anzeigt. Im Prinzip müsste da ein Loch drin sein. Das lassen wir jetzt aber einfach mal weg. Und das wird man wahrscheinlich durchs Gehäuse sehen, wenn die Leuchtdiode da ausgelöst wird. Also das Wichtigste sind noch weitere Löcher, und zwar hier für den Anschluss dieses BNC-Steckers. Und da muss auf alle Fälle das Gehäuse hier komplett aufgeschnitten werden. Das heißt, ich erzeuge ruhig auf der Oberfläche, also hier drauf, eine neue Zeichnung. Und diese Zeichnung bekommt nun zwei Rechtecke. Einmal haben wir das erste Rechteck hier in dieser Position. Das geht genau so weit, wie es hier auch in dem Original ist. Wir können das jetzt hier so verschieben. So sieht das ganz gut aus. Mal ein bisschen. Lassen wir das ruhig so weit laufen. Hier vorne kann es locker überstehen. Und dann haben wir hier ein zweites Rechteck. Das wird so. Und da schließen wir das Ganze und lassen das da reinfräsen. Ich mache vorher das hier weg.
Lassen das da reinfräsen. Wir müssen aber den Sketch schon selektieren. Reinfräsen und durch alles bitte. Und so sieht jetzt die Unterseite dieses Teiles aus. So, Unterteil ist soweit fertig. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Wir haben noch hier vorne ein Loch, und zwar für so einen Micro-USB-Anschluss. Das heißt, ich mache das wieder sichtbar und dann sieht man hier, da kommt er hin. Und den können wir ruhig hier unten drauf starten lassen. Da machen wir die Zeichnung rein. Ich kann das erstmal hier beenden, neue Zeichnung. Und das wird jetzt auch so ein Rechteck in der Größe, wie dieser Ausschnitt hier ist. So zum Beispiel. Wir können den unsichtbar machen, da sieht man, okay. Sieht gut aus, schließen das Ganze, machen das wieder sichtbar und jetzt können wir das hier reinfräsen lassen. Der muss aber hier selektiert sein und dann gucken wir, 5 mm ist genau die richtige Größe. Gut. Okay. So, jetzt ist das untere Gehäuse fertig. Wir fangen an, konstruieren weiter mit dem oberen Gehäuse. Müssen gleich aber nochmal an das untere Gehäuse dran, weil da möchte ich hier noch Befestigungslaschen, dass das hier gut drauf passt, da reinmachen. Ich habe hier natürlich jetzt eine Zeichnung generiert, und zwar, ich glaube, das erste Pad hier. Ne, nicht das erste Pad, die erste Pocket, da müssen wir hin. Diesen Sketch hier, den möchte ich mir jetzt einmal kopieren. Wir gehen erstmal auf Schließen, dann können wir den kopieren. So ist das richtig, dass nur der selektiert ist. Dann einmal den neuen Körper erzeugen. So, der heißt nun Front 2. Und bevor wir können schon mal die Zeichnung kopieren, da ist die. Aber hier, da muss jetzt erst einmal eine Datum Plane generiert werden, und zwar auf der XY-Fläche machen wir eine Datum Plane und die muss jetzt genauso hoch gemacht werden, dass die hier aufliegt. Das heißt, die muss in Z verschoben werden. 3, 4, 5, gucken wir mal von der Seite. 6, 7. Ja, das passt. Und dann können wir die Datum Plane abschließen und auf diese Datum Plane wird nun dieser Sketch hier verschoben. Erstmal wird der in Front 2 geschoben, dann wird die Datum Plane selektiert und diese Zeichnung Sketch 007 wird darauf platziert, Flatface, okay. So, die Datum Plane wird unsichtbar gemacht, die Zeichnung können wir uns anschauen und das hier, das ist soweit schon mal in Ordnung, die können wir nehmen und wir zeichnen jetzt hier drum wieder ein neues Polygon, wieder so kräftig drum, dass man könnte jetzt auch dieses Original erstmal deaktivieren. Und du kommst da dran. Du wirst natürlich hier waagerecht. Ach, die hat sie schon, aber die wird senkrecht. Machen wir die mal gerade weg hier wieder. So. Und die kriegt natürlich jetzt zu dieser hier einen entsprechenden Abstand. Das heißt, machen wir die mal wieder aktiv und fahren den Punkt hier zum Beispiel dran. Dann können wir das messen. Das heißt, du zudem hast einen Abstand von
1,2 mm. Zudem 1,2, zudem 1,2. Man sieht schon, das sieht ziemlich gut aus. Zudem 1,2, zudem 1,2, zudem ein Abstand von 1,2 und dann kommt noch der hier, auch da 1,2. Jetzt haben wir die äußere Kontur hier generiert und die wird nun nach oben ein Patch darauf gesetzt. Und wir haben das Gehäuse hier aktiv. Den können wir erstmal wieder unsichtbar machen. Und wir erzeugen hier jetzt ein Patch. Guckt man sich von der Seite das Ganze an. Von der Seite würde ich das gucken. Und dann können wir hier sehen, das nach oben fahren. Das ist ein bisschen zu viel. Da müssen wir gucken. 8,5. Ja, das sieht gut aus. Da soll das hin. Und einmal beenden. Dann machen wir hier oben noch einen Deckel drauf. Das heißt, die Zeichnung wird wieder kopiert. Das müsste so sein. Jo, sieht gut aus. Steuerung V wird in die Front 2 reingeschoben und kommt hier oben drauf. Da machen wir das wieder kurz unsichtbar, dass wir das hier auch gut selektieren können. Und dann wird die Zeichnung Sketch 008 da drauf gesetzt. Hier mit Sketch 008 und OK, Flatface. Und dann ist die Zeichnung da drauf. Die schauen wir uns jetzt gerade nochmal an, diese Zeichnung. Da wird jetzt das Innere hier nicht mehr benötigt. Das heißt, das selektiere ich komplett, und du und du. Und ihr werdet alle blau. Und dann brauchen wir nur noch einmal ein Pad zu machen. Wir machen das wieder, wieder sichtbar. Erzeugen hier einen neuen Pad. Schauen uns den von der Seite an. Und fahren jetzt das Maß hier runter. Da sind wir dran. 1 mm, 1,2 mm wird es wahrscheinlich sein. So, dann ist das Teil auch fertig. Beziehungsweise da muss natürlich noch dieser Ausschnitt hier rein. Gut, den können wir auch gerade mal machen. Das wird wieder deselektiert. Hier selektieren, neue Zeichnung. Und wir machen das wieder sichtbar. Und jetzt zeichnen wir einfach hier ein Rechteck rein, was diese Abmaße hier kriegt. Und dann können wir das hier auch wieder schön dran fahren. Machen wir hier unten auch. Du wirst fixiert. Dann fahren wir hier rüber. Brauchen das nur noch hier an einer Seite zu machen und fixieren den auch. So, das wird jetzt das Loch. Das heißt, ruhig durch alles da wählen und dann ist auch das obere Teil fertig. Jetzt möchte ich noch hier so Löcher rein konstruieren, damit das Teil da so in die Löcher rein kann. Da machen wir erstmal dieses Front 2 unsichtbar, gehen wieder auf Front 1 und schauen uns das von oben an. So, und zwar hier, hier, hier und hier. Da möchte ich solche
Laschen reinmachen. Und diese Laschen, die werden, da können wir hier direkt eine neue Zeichnung drauf generieren. Dann erstmal hier OK drücken, neue Zeichnung, und dann machen wir hier ein Rechteck, machen da ein Rechteck, machen da ein Rechteck und machen hier oben noch ein Rechteck. So, diese Rechtecke, die kriegen erstmal alle dieselben Maße in dieser Richtung und auch dieselben Maße in dieser Richtung. Und gleich, und dann fahren wir die jetzt hier so dran, dass sie da eben so gerade reinschneiden. So. Die werden erstmal waagerecht verbunden. Können wir den auch noch hier dran ziehen. Kann man so machen, dass er da auf alle Fälle gerade eben rein ragt. Hier auf der Seite genauso. Okay. Ich bemaß mal gerade einen hier von, jetzt machen wir ruhig 2 mm. Jetzt machen wir nicht 2 mm. Können wir gerade den Pocket, da den zweiten Front 2 mal wieder aktivieren. Das ist nicht viel zu groß. Das heißt, 1 mm. Fahren den mal hier so an. Machen wir den nochmal aktiv. Front 2. (1,2 mm) waren das nämlich. Ziehen wir das so ran. Und das machen wir hier genauso. Bemaßen das mal gerade 4 mm. Ziehen den hier auch noch entsprechend rüber. Du bist richtig. Du bist auch richtig. Und den müssen wir auch noch entsprechend hier reinziehen. Okay. Dann kann ich die erstmal schließen und lasse die da reinfräsen. So, dann haben wir da so Löcher drin, wo das Teil dann oben reingeht, und die Pocket hier, den kopiere ich erst einmal. Das geht aber erst, wenn ich das beendet habe. Steuerung C. Das müsste eigentlich der sein. Ja, das sieht gut aus. Und dann drücken wir Steuerung V, machen den erstmal unsichtbar, den machen wir sichtbar und zum aktiven Body und schieben den Sketch 11 da jetzt rein. Und wo kommt der hin? Der kommt hier unten auf diese Fläche. Und das ist Sketch 11. Das heißt Sketch Nummer 11. Okay. Flatface empfohlen. Und okay. Schauen wir uns den mal an. Das hat nämlich nicht funktioniert. Also machen wir es anders. Und zwar, ich selektiere die XY-Plane und schiebe auf die bitte den Sketch 11. Okay, okay. Schauen wir uns den nochmal an. Jetzt sieht das Ganze richtig aus. Aber ich kann auch die Datumplane hier natürlich nehmen. Da muss er eigentlich drauf. Dann machen wir das darauf. Sketch 11. Okay, Flatface. Und so ist das Ganze richtig.
So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das heißt, ich editiere Sketch 11. Gucken, ob das so klappt. Ja, das klappt ganz gut. Dann können wir hier sehen, der wird hier auf alle Fälle schmaler. Das heißt, den machen wir nicht. Ach, den können wir nach innen ein bisschen reinziehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das war nicht so gut. So, jetzt müssen wir erstmal fixieren, was fixiert werden muss. Den können wir so stehen lassen. Den ich bemaß jetzt erst einmal diese Teile hier. Du kriegst ein Maß bitte. Ja, ich habe eigentlich gesagt, du sollst ein Maß kriegen. Du zu dem ein Maß 36 mm. Und das Maß hier, das sind 55,44 mm. Und das Maß hier, da brauchen wir auch dieses Maß hier. Und das werden 40,99 mm. So, jetzt ändern wir die Maße ab. Und zwar die 4 mm werden zu 3,8 mm. Und dadurch ist das Teil ein bisschen schmaler, aber es muss hier auch um 0,1 mm nach oben geschoben werden. Das heißt 36,1 wird das. Und das Maß hier, das wird 55,54. Und der ist damit verschoben und der hier muss auch noch verschoben werden. 40,99, also 41,09. So, wir schließen das und dann machen wir da eine Aufpolsterung, aber umgekehrt, und die wären natürlich nicht so lang, sondern sag mal 2 mm werden die. So, die 4, die sollen dann in das untere Gehäuse hier reinpassen und dann kann man das schön verkleben und hat so das Gehäuse im Prinzip fertig. Jetzt haben wir noch eine Sache, und zwar hier, da muss das Loch hier noch weiter nach oben gehen, weil der Stecker da ein bisschen größer ist. Das heißt, wir machen das wieder sichtbar hier, holen uns gegebenenfalls diese Zeichnung, die wir dafür benutzt haben bei dem ersten Teil. Schauen wir uns mal an, welche Pocket das war. Das war die hier. Den Sketch schauen wir uns mal gerade an. Nee, das ist er natürlich nicht. So, dann ist es vielleicht der hier. Sketch anschauen. Das ist der Micro-USB-Stecker, der auch nicht. Dann wird es diese Zeichnung sein. Jo, die nehmen wir, Sketch 5. Die wird kopiert. So sein, ja. Und dann Steuerung V. Die wird in Front 2 reingeholt und kommt jetzt auch auf die Datum Plane. Das heißt, Datum Plane selektieren. Du sollst bitte dahin, also Sketch 12. Okay, Flat Face empfohlen. Dann öffnen wir die Zeichnung erst einmal, weil das Loch brauchen wir da natürlich nicht. Das heißt, das machen wir mal schön blau und schließen das Ganze. Einmal noch die Zeichnung aufmachen und hier umstellen. Ist auch weit genug da drin. Okay, wir können jetzt hier ganz einfach das da reinfräsen lassen, diese Zeichnung.
wahrscheinlich umgekehrt. Jo, so sieht es gut aus. Und jetzt kann man das hier noch ein bisschen nach unten ziehen. 4, 4,5 mm wird sein. Ja, so ist in Ordnung. Dann wird das ausgewählt. Jetzt haben wir da eben auch die Fortführung dieses Loches drin. Und dann kommt noch hier diese Abdeckung für den Anschlussstecker. Das heißt, der größte Teil des Gehäuses ist schon fertig konstruiert. Wir brauchen nur noch diese Abdeckung hier zu machen. Dann wollen wir das erstmal unsichtbar machen, einen neuen Körper. Den nennen wir mal Haube. Und wo soll der hin? Der Körper soll dahin. Da machen wir jetzt eine Datum Plane. Das heißt, wir machen die hier sichtbar. Schauen uns mal an, welche Ebene das ist. Müsste eigentlich die XZ sein. Ja, die ist es. Das heißt, die Datum Plane wird auf der XZ-Ebene konstruiert. Also neue Datum Plane. Und die wird jetzt darüber geschoben. In Richtung Z ist das für diese. Und zwar, es geht in negativer Richtung. Da soll es hin. Gucken wir uns das mal gerade aus der Seitenansicht an. Hier kann man es viel besser sehen. Das heißt, Datum Plane nochmal aufmachen. Und minus 40, minus 65. Ja, das sieht schon gut aus. Minus 65. Minus 65,2. Minus 65,25. Die sieht gut aus. Die muss ja auch nicht 100% stimmen. Die Sachen werden ja nicht zusammen gesetzt. Die werden hinterher zusammengeklebt und dann passt das schon. So, dann, das heißt, auf diese Datum Plane wird eine neue Zeichnung generiert und die machen wir mal sichtbar. Schauen uns die nochmal so an. Hier drauf und das machen wir sichtbar und dann sehen wir, was wir konstruieren müssen. Also wir haben hier einen Kreisbogen. Der Mittelpunkt des Kreises liegt aber meiner Meinung nach hier unten. Ja, so sieht es aus. Das heißt, da haben wir einen Kreisbogen, da haben wir einen zweiten Kreisbogen. So, dann schieben wir die nochmal ein bisschen, müssen eigentlich jetzt hier zusammenhängen. Ja. So sieht das Ganze gut aus. Und das wird jetzt, da brauchen wir noch ein paar Strecken. Und zwar machen wir einmal eine Strecke hier so hin. Und da wird das Ganze dann jetzt erstmal bearbeitet. Das heißt, das war daneben geklickt. Du kommst weg, du kommst weg. Und dann können wir die auch noch wegnehmen. Und die natürlich auch, die mittlere. Die mittlere, na komm. Du kommst bitte auch weg. So, jetzt, wie machen wir da weiter? Wir machen erst einmal diese hier blau und zeichnen hier unten ein Rechteck dran.
Was wird da verbunden? Mit dieser Funktion natürlich. Das geht bis dahin. So. Den löschen wir erstmal raus. Und dann sollte das eigentlich eine komplette Kontur ergeben. Das heißt, versuchen wir es, ob ich es richtig gemacht habe. Ja, das sieht gut aus. In die umgekehrte Richtung natürlich. Und das wird jetzt nur 1 Millimeter. Mal schauen, wie das aussieht. Da ist das Teil 1 Millimeter. Dann wird diese Zeichnung hier kopiert. Steuerung C. Und die kommt hier auf diese Fläche. Das heißt, darauf bitte. Aber erstmal Steuerung V drücken. Da ist Sketch 14. Kommt hier rein und wird darauf gesetzt. Sketch 14. Okay, Flatface. Und wir editieren das nun. Gehen wieder hier in diese Ansicht. Ah, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das löschen wir mal gerade. Das heißt, ich mache nochmal die Kopie da rein. Ziehe den hier rein. In die Haube. Und mache eine Datum Plane auf Basis dieser Datum Plane. Machen wir den mal sichtbar. Das mag er nicht. Okay. Und das wird jetzt um minus 65,25, also minus 66,25. Nee. Ich wollte eine Kopie der Datum Plane haben. Gucken, ob wir das machen können. Steuerung C, Datum Plane. Datum Plane. Okay, Steuerung V. Da ist die Kopie der Datum Plane. Die schauen wir uns gerade mal an. Die kann ich nicht editieren. Na super. Dann arbeiten wir hiermit. Das geht auch. Okay. Das heißt, ich erzeuge jetzt auf Basis dieser Zeichnung hier, gucken, wenn ich die, ja, das klappt. Also ich kann jetzt diese Zeichnung bearbeiten und da machen wir das und das wieder sichtbar. Den löschen wir raus und ziehen jetzt ganz einfach hier eine Linie nach unten, da eine Linie nach unten. So, die beiden werden wieder blau und die beiden werde ich auch fixieren. So, dann machen wir hier noch 2 Linien rein. Einmal du und du und du und du und ihr werdet bitte waagerecht. Ja, das passt. Du bist bitte senkrecht. Und wir schließen das Ganze und erzeugen da ein neues Pad. Umgekehrte Richtung. Da passt das noch nicht. Gucken. Was könnte denn da noch falsch sein? Senkrecht, senkrecht.
Hat doch vorhin geklappt. Machen wir das erstmal auf die Datum Plane. Das heißt, die Datum Plane bitte selektieren. Du bitte Sketch Nummer 14. Front Face. Gucken wir uns mal an. Das klappt nicht. Du bitte darauf Sketch 14. Kommt danach hier unten hin. Kann man aber trotzdem nicht hinzufügen. Das heißt, da muss mit der Zeichnung was nicht stimmen. Schauen wir nochmal du auf die Datum Plane. Kommst bitte du Sketch 14. Und schauen wir uns die Zeichnung nochmal an. Ihr beiden werdet auf alle Fälle waagerecht verbunden. Ah, da sieht man, woran es liegt. Du und du, ihr werdet bitte verbunden. Gucken, ob das hier auch ist. Ja, ist da genauso. Du und du, ihr werdet bitte verbunden. Dann können wir den hier wieder ranziehen. So soll es aussehen. Schließen das Ganze. Machen nochmal eine Aufpolsterung in die andere Richtung. Und jetzt können wir das hier so weit ziehen, dass es bis hier vorne langt. Und das ist die Haube, die wir da noch drucken. Okay, damit sind wir fertig. Das heißt, wir haben jetzt 3 Teile, die gedruckt werden können. Einmal die Gehäuseunterseite, die Gehäuseoberseite, um zu zeigen, wie man das in Cura druckt. Mache ich das nochmal gerade. Das heißt, ich speichere erstmal diese Datei ab. Speichern unter. Dann gehen wir hier die SEO 138. Machen wir ein neues Verzeichnis. Test. Ich bin im Download-Verzeichnis. Na egal. Machen wir Verzeichnis Test. DSO 138. Und wir exportieren erstmal Front 1, Steuerung E, Front 1. Dann wird Front 2 selektiert, Steuerung E, Front 2. Und die Haube wird selektiert, das ist hier Steuerung E und Haube. So, einmal Cura starten. Das braucht einen Moment und dann zeige ich euch, wie man den Cura sowas dann vernünftig platziert, dass das auch gedruckt werden kann. Ich mache das jetzt in einem Abwasch. Normal drucke ich sowas aber eben nicht in einem, sondern getrennt. Aber hier fürs Zeigen ist das völlig in Ordnung. Das heißt, ich füge jetzt die gerade erzeugten STL-Dateien hinzu. Die sind im Verzeichnis Downloads. Und zwar 3D-Druck, das war schon richtig. 3D-Druck, Thingiverse, DSO 138, Verzeichnis Test. Ich selektiere die 3 und öffne die. Und dann habe ich die hier drin. Und dann können wir die einzeln selektieren. Zum Beispiel den. Und dann geht es auf Drehen. Und dann wird das Ganze einfach hier so einmal um 180 Grad gedreht. So soll es gedruckt werden. Das machen wir hier genauso. Du wirst bitte auch gedreht. Kann man sich mal gerade so von oben angucken. Das ist viel zu dicht da dran. Den können wir jetzt auch noch verschieben. Erstmal ein bisschen aus dem Platz. Der wird verschoben so dahin. Und den hier, den schauen wir uns gerade mal an. Der muss natürlich hier auf diese Kante gedreht werden. Das heißt, auch den drehen wir um diese Achse. So. Jetzt kann man die noch ein bisschen dichter zusammenschieben. Muss ja nicht ganz so weit entfernt voneinander sein. Und dann können wir das Ganze hier slicen.
sich in der Vorschau anschauen. So würde das Ganze jetzt gedruckt werden und so hat man dann hinterher ein Gehäuse, was eine vernünftige Oberfläche hat und wo man nicht so viel Material verschwendet für den Support. Okay, das war's zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch solche Tutorials interessieren, so lasst doch gerne ein Abo da. Klickt gegebenenfalls auch auf die Glocke, wenn ihr über Neuerungen informiert werden wollt. Ein Like wird natürlich auch immer gerne gesehen, wenn euch das Video gefällt. Einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Freecannen und beim 3D-Drucken. Tschüss!